Herzlich willkommen bei diesem Aufnahme Liebesbarometer. Dieser Liebesbarometer ist dafür gedacht, dass ich zwei Horoskopen miteinander vergleichen kann. Außerdem berücksichtige ich die aktuelle Zeitqualität. Und das kann ich beschreiben, welche Einflüsse kommen gerade von Sternen. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Alicia, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich vergleiche erstmal euren Horoskopen. Du hast nach indischen Berechnung Aszendent Skorpion. Das beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit, sehr mystisch, anziehend, geheimnisvoll und erotisch. Nicht nur dein Aszendent ist in Skorpion, sondern auch dein Venus. Und das ist deine Weiblichkeit, du als Frau. Und gerade hier auf Aszendent bedeutet, du bist eine schöne Frau, eine gepflegte Frau und bist du auch so wahrgenommen. In seinem Geburtshoroskop befindet sich ein rückläufiger Uranus und ein rückläufiger Neptun in Skorpion. Ich würde gar nicht Uranus oder Neptun betonen, weil das gehört zum äußeren Planeten, aber diese Rückläufigkeit sagt mir etwas, weil das hat mit Vergangenheit was zu tun. Das kann auch eine karmische Verbindung zwischen euch beide sein und das heißt, ihr kennt euch von früheren Leben. Es ist noch kein Beweis dafür, aber schon ein Hinweis in diese Richtung. Dein zweites Haus oder zweiten Lebensbereich bedeutet die Finanzen, aber auch die Werte und Wertschätzungen. Was ist für dich wertvoll? Oder hast du dein Selbstwertgefühl? Stehst du zu deinen Werten? Oder hast du diese Einstellung im Leben, wertvolle Dinge im Besitz zu nehmen? Und es ist nicht immer die materiellen Dinge gemeint, sondern wertvolle Freundschaften oder eine Liebe, was für dich wertvoll ist. Oder dein Ideenreichtum. Schütze zeigt die Orientierung und das soll in Einklang sein mit deinen Wünschen. Hier hast du die beiden Lichter Sonne und Mond in dein Geburtshoroskop und das bedeutet, du bist im Neumond geboren. Und das hat auch einen Einfluss auf deinen Lebensweg, weil bei großen Entscheidungen ist es gut, wenn erstmal zurückhaltend bist, überlegend oder meditative Haltung hilft dir immer wieder. Bei Entscheidungen im Allgemeinen finde ich das auch gut und das entspricht deiner Energie. Zurzeit bewegt sich hier im Schütze Jupiter, Mars und Ketu und aktiviert bei dir diesen Lebensbereich. Das hat mit ihm direkt nichts zu tun. Das sind so deine Energie oder die Einfluss, was dich persönlich trifft. Jupiter gibt die Chancen, die Möglichkeiten, etwas vergrößern, verbessern, auch die Finanzen. Mars zeigt deine Kraft, da sollst du deine Kraft gerade einsetzen. Mars bedeutet aber auch der Mann. Und das ist für dich wertvoll. Oder du sollst Wertschätzung verlangen von diesem Mann. Und Ketu bewegt sich auch hier. Und das ist die absteigende Mondknoten. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun, mit den karmischen Themen. Ketu bleibt noch bis Oktober 2020 im Schütze, nach indischen Berechnung. Im Tierkreiszeichen Steinbock kommen schicksalhafte Ereignisse. Saturn bewegt sich zurzeit im Steinbock dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch. Ich betone noch einmal nach indischen Berechnung.
Und Steinbock zeigt etwas Wichtiges und das sollten wir nicht nur du oder er, sondern im Allgemeinen verändern. Steinbock zeigt nämlich die Ziele, die Zielerreichung. Auch wie erreicht man die Ziele? Und das ist Erde-Element. Das sind keine Fantasien, sondern das sind schon die Taten. Steinbock zeigt, wie könnte man die Ideen in Tat umsetzen, in praktischen. Und das passiert bei dir im 3. Lebensbereich. Und das zeigt die Schulungen. Natürlich ist es möglich, dass du dieses Jahr oder nächstes Jahr Seminare besuchst oder bist in einer Ausbildung. Das spielt auch eine Rolle. Aber wenn ich das so betrachte, das symbolisiert die Schule des Lebens, wo du auch Lernaufgabe hast oder stehst vor Prüfungen, heißt für dich persönlich, du sollst dich behaupten, dich durchsetzen, auch gegen Konkurrenten oder Rivalen. Und das, was du lernst zur Zeit, und das ist wichtig in deinem Schicksalsweg, weil Saturn belehrt dich immerhin, ist Saturn der große Lehrmeister. Ab heute bewegt sich hier auch Pluto, bleibt auch längere Zeit, wird mal rückläufig, aber bleibt längere Zeit im Steinbock. Und Pluto ist die Macht und zeigt, wie wichtig das ist, diese Macht zu besitzen und auf dem Wesentlichen konzentrieren, alles oder nichts. Das ist die Motto von Pluto. Und das ist für dich die Thematik gerade, dass du dich behauptest im Leben. Sicherlich wirst du Ereignisse haben, wo du nicht ausweichen kannst, sondern die Sterne werden dich dazu zwingen, dass du dich wirklich behauptest. Das ist aber gut für dich. Er hat auch Steinbock-Energie und da hat er karmischen Themen, weil sein absteigender Mondknoten, was seine Vergangenheit symbolisiert. Und das ist nicht nur die Kindheit, sondern all das, was er erlebt hat in früheren Leben, das ist die Steinbock-Energie. Und diese Saturn-Bewegung wird ihm das auch zeigen. Saturn hütet den Karma, beeinflusst unserem Schicksal. Bei ihm werden auch schicksalhafte Ereignisse da sein. Venus ist die Liebesplanet. Das ist die weibliche Energie. Mars ist das männliche. Aber Venus symbolisiert Liebe. Venus bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Fischen. Venus fühlt sich das sehr wohl in Fischen, kann sich ganz gut entfalten. Und es ist die fließende Energie und zeigt zurzeit, wie wichtig das ist, in Vertrauen bleiben. Vertrauen an Fluss des Lebens. Das wirkt bei dir im 5. Haus oder 5. Lebensbereich. Das zeigt die Kinder, deine Kindheit, dein inneren Kind. Außerdem das Spaß am Leben, die Lebensfreude. Und das sollst du zulassen, das Leben. Und das ist der Einfluss von Venus. Nicht allzu lang, weil Venus verabschiedet bald von Tierkreiszeichen Fischen und übergeht auf die Tierkreiszeichen wieder. Und dann kommt neue Thematik bei dir und das hat mit deinem Alltag was zu tun und mit deiner Arbeit was zu tun. Was euch beide verbindet, das ist auch karmisch, weil in dein Geburtshoroskop befindet sich Saturn im Krebs, im 9. Haus oder 9. Lebensbereich. Das hat zwar mit Reisen und mit Ausland was zu tun, wobei diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Saturn gilt als der Planet der Schicksal, hütet den Karma und belehrt uns. Und da hast du die Krebsenergie von deinem Geburtshoroskop.
Und das hat mit Familie, mit familiären Strukturen was zu tun. Krebs gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Also handelt es sich auch um deinen eigenen Gefühlen. Und Krebs hat dieses Feingespür zum Verspüren, ganz intuitiv, die richtigen Augenblicke im Leben, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Oder zeigt einen inneren Zuhause, wie einen inneren Tempel, und das kannst du besuchen in einer meditative Haltung. Das ist auch eine Reise, eine innere Reise, nach innen schauen. Und das, was du auch lernst, das zeigt dir diese Saturn-Position. Und bei ihm erscheint im Krebs die weibliche Energie. In sein Geburtshoroskop befindet sich nämlich Mond und auch Venus im Krebs. Ich habe gesagt, das ist die weibliche Energie, weil Mond ist auch weiblich und zeigt die Mütterlichkeit. Und Venus ist auch weiblich, das ist die Liebesplanet. Und das entspricht so seiner Vorstellung über eine Frau. Das heißt nicht, dass die Dame in Tierkreiszeichen Krebs geboren muss, aber die Krebseigenschaften, was ihm gefällt. Aber er hat da keine wirkliche Erfahrung. Vielleicht im Allgemeinen nicht viel Erfahrung mit Frauen oder mit Liebesangelegenheiten, weil in seinem Geburtshoroskop befindet sich Rahu im Krebs. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten, ein karmischen Weg, und er hat in diesem Weg noch nie gegangen. Das ist für ihn ein Neuland, aber er braucht es. Und die Dame, seine Herzensdame oder du als Partnerin kannst ihm natürlich diesen Weg zeigen. Und das durch Krebsenergie, und das ist deine Mütterlichkeit, dein Mitgefühl, deine Hilfsbereitschaft und natürlich auch die Liebe. Es ist möglich, was ich auch vermute, dass das so ist, er hat Mutterthemen und er hat keine vertraute Verbindung zu der Mutter. Nicht umsonst hat er Rahu im Krebs. Und dass er Themen hat in seiner Familie und wünscht eine eigene Familie, was für ihn ein Neuland ist. Und die Herzensdame kann ihm das bieten. Und das bist du. Und mit deinem Saturn im Krebs kannst du das auch lernen oder ihn belehren. So kommen die schicksalhaften Ereignisse und Entscheidungen und schicksalhafte Veränderungen. Und mit Saturn-Energie kannst du das in Form bringen. Weil genau das, was Saturn will, Sicherheit, Stabilität, Ordnung und Struktur. Und du gibst ihm und er ist offen dafür, das zu nehmen. Wenn ich jetzt die Liebesplaneten vergleiche zwischen euch beide, Mars ist die männliche Energie. Das symbolisiert ihn als Mann und seine Männlichkeit. Bei dir ist der Mann, wie du das so vorstellst, das ideale Mann für dich, aber bedeutet auch deine Kraft, wie du dich behaupten kannst im Leben oder wie kannst du dich durchsetzen im Leben. Bei euch beide befindet sich Mars im Stier. In seinem Geburtshoroskop befindet sich Mars im Stier und in dein Geburtshoroskop befindet sich Mars auch im Stier, sogar im 7. Haus oder 7. Lebensbereich bei dir, was die Liebe-Partnerschaft symbolisiert. Das heißt, der Mann ist schon da und er kann das dir bieten. Er hat auch Mars im Stier, da seid ihr gleich.
seid ihr im Einklang. Sein Mars kommt aber in Verbindung zu dein Venus. Mars-Venus, verlieben sie sich. Und dein Venus ist im Krebs und dein Mars ist im Stier und sein Venus ist im Krebs. Die Verbindung ist harmonisch. Stier und Krebs harmonisieren sich miteinander. Erdeelement und Wasserelement. Erde braucht Wasser und das Wasser braucht auch ein Ufer. Also hier seid ihr im Einklang. Aber zurück noch zu diesem Stierenergie, weil da seid ihr ähnlich. Stier möchte das Leben genießen und wertvolle Dinge im Besitz nehmen. Das ist deine Kraft und das ist seine Männlichkeit. Und da harmonisiert euch sehr gut. Und wenn die Liebesplaneten vergleiche, dein Mars, sein Venus ist auch in Harmonie. Jetzt betrachten wir dein Venus und sein Mars. Also wie ich schon sagte, sein Mars ist Stier und dein Venus ist Skorpion und das im Aszendent. Und das liegt genau gegenüber. Und das spiegelt etwas. Deine Weiblichkeit spiegelt diese Skorpion-Energie, das ist Wasserelement, und seine Männlichkeit, die Stier-Energie, das ist Erdeelement. Und Wasserelement und Erdeelement, sie harmonisieren miteinander. Aber sie befinden sich gegenüber. Skorpion und Stier, wie eine Waage. Es muss immer im Gleichgewicht halten, weil wenn einer von euch beiden zu passiv ist und die andere aktiv, dann kippt die Waageschale und ihr verliert den Gleichgewicht. Ihr verliert schnell die Harmonie. Oder nehmen und geben sollte auch im Gleichgewicht halten. Und wenn die eine nur nimmt und nimmt und nimmt und der andere gibt und gibt und gibt, dann das Gebende kommt schnell in eine Opferrolle und fühlt sich ausgenutzt. Also immer darauf achten. Außerdem ist es sehr wichtig, entgegenkommen, keine sture Haltung. Stier neigt dazu. Aber die Stier verhält sich trotzdem sehr ruhig und hat ein angenehmes Wesen. Wobei Skorpion kann auch stur sein. Und hier sollt ihr diese Ego ablehnen und immer wieder mal versöhnen oder entgegenkommen. So trifft ihr dann in die Mitte. Diese gegenüberliegende Position ist aus dem Grund wichtig zum Betonen, weil das ist wie ein Spiegel. Und das erlebt ihr in der Liebe-Partnerschaft. Dein Venus, deine Weiblichkeit im Skorpion, sein Mars, seine Männlichkeit im Stier. Das wird gespiegelt. Du spiegelst ihm genau das, was er braucht, und er spiegelt dir das, was du brauchst. Er gibt die Ruhe, die Gemütlichkeit und du die Leidenschaft und zeigst deinen Gefühlen ganz offen. Nicht immer, natürlich, Skorpion kann auch mal stur sein oder zurückhaltend und sehr geheimnisvoll. Und hast du auch deine Geheimnisse? Diese gegenüberliegende Position, was er dir spiegelt, wie du ihn wahrnimmst oder wie er dich wahrnimmt, was du geben kannst, ist für dich eine Übung, weil hier handelt es sich wirklich um die Waageschale, um Gleichgewicht. Damit in die Liebe-Partnerschaft die Harmonie lebt, muss er in diesem Gleichgewicht bleiben. Und für dich persönlich ist es sehr wichtig, dass du Bewusstes betrachtest oder so wahrnimmst, weil du hast karmischen Themen in Tierkreiszeichen Waage. Waage hat natürlich mit Stier oder mit Skorpion nichts zu tun, aber die Thematik ist so ähnlich, die inneren Gleichgewicht bleiben.
etwas vergleichen, ausgleichen, im Harmonie achten und das, was du in die Liebepartnerschaft übst oder wirst du natürlich auch erleben. Und das führt dazu, dass dir das vertrauter ist. Du brauchst es auch, weil in Tierkreiszeichen Waage befindet sich dein aufsteigender Mondknoten Rahu und hast karmischen Themen. Weil deine Seele hat die Tierkreiszeichen Waage als solches ausgesucht. Weil da machst du karmischen Lebenserfahrungen. Ein Bereich, was dir fehlt, was du noch nicht kennst. Und wenn du damit vertraut bist, das befreit dich auch. Und vage Themen sind Gerechtigkeit, inneren Gleichgewicht, etwas ausgleichen, vergleichen, sorgen, dass alles harmonisch verläuft. Dann die Schönheit, die Kreativität, auch die Partnerschaft leben in Harmonie. Weil das ist sehr schön. Und er als Stiermann kann dir das bieten, weil er liebt auch diese schöne, harmonische. Und er genießt es auch. Stier kann das auch genießen. Und so kommst du näher zum Waage-Energie, weil die Verbindung zwischen euch beiden und auch diese Stierenergie hat etwas Ähnliches zu diesem karmischen Thematik bei dir Tierkreiszeichen Waage. Und jetzt zum Liebesbarometer. Welche Einflüsse habt ihr gerade? Ein Jupiter, ein Mars und ein Ketu-Einfluss ist gerade im Schütze. Er hat da weniger was zu tun, das ist eher deine Energie. Jupiter gibt dir die Chancen, die Möglichkeiten, kannst etwas vergrößern, bringt dir auch Glück. Mars kann dieser Mann sein oder deine Kraft, wo du dich einsetzen sollst, und dann Ketu, die karmischen Erinnerungen. Das wird bei dir aktiviert im Schütze, im 2. Haus oder 2. Lebensbereich, wo die Werten sind, auch die Selbstwertgefühl und Wertschätzung und natürlich die Finanzen. Für dich ist dieser Lebensbereich enorm wichtig, weil hier befindet sich deine Sonne, auch dein Mond. Saturn und Pluto bewegt sich zurzeit im Steinbock. Sehr wichtiger Einfluss auf jeden Fall, was Pluto auch betont. Und durch Saturn-Energie ändert sich etwas schicksalhaft. Das ist Steinbock. Bei dir wirkt das im 3. Haus oder 3. Lebensbereich, wo dein Merkur befindet sich in deinem Geburtshoroskop, und das hat mit Bildung was zu tun, mit Schulungen was zu tun, mit Medien was zu tun, auch Kontakte in deiner vertrauten Umgebung oder Verwandten. Bei Merkur-Energie kann auch Geschwister sein. Aber nicht nur das, sondern dieser 3. Lebensbereich beschreibt das Schule des Lebens. Und hier hast du den Einfluss von Pluto und von Saturn. Er spürt das auch, weil er hat hier karmische Themen. Sein absteigender Mondknoten oder Ketu befindet sich im Steinbock. Und das hat mit seiner Vergangenheit was zu tun. Im Wassermann kommt auch Einfluss gerade, also aktuell bewegt sich der Mond, dann auch Neptun, auch ein rückläufiger Merkur und Sonne. Da habt ihr beide keine Planeten im Geburtshoroskop
Bei dir befindet sich diese Wassermann-Energie im tiefsten Punkt des Horoskopes. Das ist dein Zuhause. Das ist natürlich möglich, dass in deiner Wohnung sich was ändert und bedeutet auch die Basis, die Fundament, dass du gerade dabei bist, etwas stabilisieren in dein Leben, weil das gibt dir Halt. Venus, die Liebesplanet, bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. In dein Geburtshoroskop befindet sich hier Jupiter, gibt dir Chancen, Möglichkeiten. All das erlebst du im 5. Haus oder 5. Lebensbereich. Das symbolisiert die Kinder und die Lebensfreude. Das wirkt auf dein Leben. Bei seinem Geburtshoroskop befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen kein Planet. Dann Uranus-Einfluss im Widder, das erlebst du im 6. Haus oder 6. Lebensbereich, wo auch karmische Themen hast, weil Ketu, die absteigende Mondknoten, befindet sich auch hier im Widder und das hat mit deiner Vergangenheit was zu tun, mit deinen Erinnerungen und das erlebst du in Arbeit, in deinem Alltag und in Arbeit und dieser Uranus-Transit, dieser Uranus-Einfluss zur Zeit bringt dir Veränderungen. Dann noch Einfluss von Rahu, das ist die aufsteigende Mondknoten und zeigt Neuigkeiten, einen neuen Weg und das wirkt bis Oktober 2020. Rahu bewegt sich bis dahin in Tierkreiszeichen Zwillingen. Das befindet sich bei dir, diese Zwillingsenergie im 8. Haus oder 8. Lebensbereich, wo die Transformation liegt. Und in sein Geburtshoroskop befindet sich Sonne in Zwillingen und ein rückläufiger Merkur in Zwillingen. Merkur steht für Kindheit und Jugend und Rückläufigkeit zeigt auch die Erinnerungen, Kindheitserinnerungen, karmischen Erinnerungen mit Sonne hier in Zwillingen hat er auch Vaterthemen und das wird durch diese Mondknoten aktiviert und er braucht eine Lösung, einen Ausweg. Das sind die Neuigkeiten durch diesen Rahu-Einfluss. Liebe Arisia, so könnte ich dein Liebesbarometer beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.